Natürlich. Also, ich hatte einen sehr guten Freund in der ersten Klasse oder so. Und es hat immer halt eine Geige gespielt. Und nachher haben wir immer am Mittwochnachmittag haben sie so wie Musiktheorie gehabt. Und ich bin dann halt immer heimgegangen am Mittwochnachmittag. Aber ich wollte unbedingt dort in den Musiktheorieunterricht mit meinem Freund gehen. Dann habe ich einfach mal angefangen, also habe ich es ihnen gesagt und nachher hat es sich sowieso ergeben. Dann habe ich angefangen Geige zu spielen. Also mein Freund hat dann irgendwann aufgehört, aber genau, so hat es irgendwie angefangen. Also ja, also ich habe dann halt einfach angefangen und ich habe vor allem mit meinem Freund sein in den Teams. Aber nachher hat es sich schon entwickelt so zu schwierige Stücke spielen vor allem. Oder so, ich habe dann halt angefangen klassische Musik auch hören, natürlich. Ja. Und dann hat es mir wie so wenn ein Stück einem gefallen hat, dann so, oh, ich will das auch einmal spielen. Zum Beispiel ein Brahms-Konzert oder Bach-Sonate oder so. Genau, und dann hat sich das wie so weiterentwickelt. Zum einen mal so das Technische, wie projiziert man den Klang, wie kann man machen, dass es zum Beispiel mehr Obertöne hat oder so. Halt so Zeugs, aber auch wie kann man so die Emotionen in so ein Instrument tun, dass es auch so wie weiterkommt an andere Leute und das durch ein Stück machen, das von einer Person geschrieben worden ist, vor 400 oder vor 300 Jahren. Das ist sehr interessant, finde ich. Ich denke, es ist sehr wichtig, halt eine gute Kooperation zwischen Bogen und Geige oder auch linker Hand zu haben. Das ist zum Beispiel, wenn man mehr Pfoten spielen, nicht nur mit dem Bogen runter, sondern vielleicht mit der Geige rauf. Oder dass die beiden Hände total unabhängig voneinander teilweise agieren können. Und für das, denke ich, ist es auch wichtig, eine gute Verbindung vom Körper zu der Geige zu haben, dass es auch möglichst stabil ist, der Ton kann gut projizieren, der Klang. Und also, das hilft halt schon, wenn man dann so ein sehr gutes und auch vielleicht mehr für seine eigenen Bedürfnisse abgestimmte Sachen hat, die das ermöglichen. Also zuerst mal der Klang ist viel freier mit dem Dolphinus, denke ich. Und natürlich war es auch so ein Umgewöhnen gewesen, vor allem auch vom Gefühl natürlich, weil der Bügel, also die traditionellen Schulterstützen, sind einfach eben die Bänkchen, wie sie gesagt haben. Und das ist natürlich halt schon ein anderes Gefühl, auch mit diesen Pads. Aber man gewöhnt sich recht schnell daran, und auch wenn man es so anpasst an seine eigenen Schultern und an wie stabil man es haben will und auch die Höhe, denke ich, es geht recht schnell, bis man sich umgewöhnt hat und es auch sehr angenehm ist. Zum ersten Mal die Haltung, finde ich, ist viel besser mit diesem System. Es ist viel einfacher, eine gerade Haltung zu haben, dass die Geige schön gerade bleibt und nicht nach oben zeigt zum Beispiel. Und es ist sehr stabil, also das hilft auch sehr bei Intonation, Lagenwechsel, schwierigen Bogentechniken. Wenn die Geige einfach so eine Stabilität hat, wo man sich drauf verlassen kann, das finde ich jetzt sich sehr verbessert. Man kann sich auch viel mehr konzentrieren auf so technische Sachen und man muss sich nicht so darauf konzentrieren, ist meine Schulterstütze gut oder hebt es gut, nicht dass es dann runterfällt, wenn ich spiele oder so. Das finde ich jetzt recht cool, also diese Sicherheit zu geben. Also man merkt sofort, wenn man die Geige aufnimmt, dass es passt perfekt auf die Schultern. Es hebt auch sehr gut, auch der Abstand zum Beispiel ist perfekt, also man kann das halt individuell einstellen. Und man ist sehr entspannt, es hebt auch sehr gut, also wenn man zum Beispiel die Stimme anfangen oder das hilft auch sehr bei Lagenwechsel, denke ich, vor allem bei grossen Lagenwechseln kann es auch recht stressig sein, wenn man so zu wenig Abstand oder es ist zu wenig stabil. Darum, ich denke, es hilft auch, es ist sehr angenehm zum Spielen. Es resoniert sehr gut.
Und es passt sich auch perfekt an, also meine Haltung und Form. Und auch wenn man da die Höhe einstellen kann, passt es sich einfach perfekt an und es ist auch sehr angenehm zum Spielen. Als ich noch kleiner war, als ich angefangen habe mit Dolphinos, war mein Körper natürlich viel kleiner. Auch meine Giga war fast eine halbe Größe kleiner als jetzt. Und mit der Zeit hat sich das weiterentwickelt. Ich hatte also überhaupt kein Problem mit Wechseln auf eine größere Giga oder so. Und auch mit meinem Spielstil, der sich verändert hat, hat man das auch anpassen. Zum Beispiel jetzt bin ich halt grösser, kann auch Leute spielen, auch kräftiger. Das hat sich eigentlich ohne Schwierigkeit überhaupt angepasst und man hat es auch verstellen, so dass es auch diesen Erwartungen kann Stand haben auf eine Art und auch so, eben weil es so adaptiv ist, ist es auch sehr angenehm gewesen und man musste sich auch umgewöhnen auf eine größere Schulterstütze oder einen anderen Kinnhalter, sondern es war eigentlich sehr, sehr angenehm gewesen, zum Gumpen auf andere Gigen, andere Spielstil und so. Also, als ich mit Dolphinos angefangen habe, vor etwa 4 Jahren, als ich noch so groß war, habe ich schon dort eigentlich gefunden, dass Qualität so auch im Equipment sehr wichtig ist. Nicht nur in der Giga und im Bogen, sondern auch so mit was einem verbindet mit eben der Giga. Und also rückblickend hat sich die Investition sehr gelohnt, weil das System ist mitgewachsen. Es hat sich auch sehr gut anpassen an meine Giga, meine verschiedenen Spielstile und auch an meine Bedürfnisse und auch wie ich gewachsen bin und so. Also von dem her hat es sich eigentlich sehr gelohnt, das ganze System zu kaufen. Also, ja, das System ist auch sehr gut, zum Beispiel für Anfänger, vor allem auch weil bei den herkömmlichen Systemen kann es auch sein, dass es ist instabil, es ist schwierig zu beherrschen auch. Macht eigentlich die ganze Sache viel schwieriger. Es hebt viel weniger lang und es kann auch sein, dass man Schmerzen bekommt oder Beschwerden hat, auch wegen schlechter Haltung oder es ist unbequem oder es drückt. Und für das ist Solfinos natürlich eine sehr, sehr gute Lösung. Es ist unglaublich angenehm. Es ist sehr stabil, es hilft auch sehr bei der Haltung. Man kann es so einstellen, dass man eine sehr gute Haltung hat. Es hebt sehr lang und es hilft, denke ich, auch beim Lernprozess. Das kann auch die Motivation steigern. Vor allem auch, also ich weiss ja selber, es ist teilweise sehr frustrierend zu üben. Also vor allem bei so Stellen, wo es halt einfach nicht weggeht. Und ich denke, es hilft sehr, also es vereinfacht die ganze Sache auch um einiges. So ein sehr stabiles System zu haben, das auch sehr verlässlich ist und so. Und es sieht auch sehr einfach aus. Es ist sehr simpel, aber es ist sehr angenehm fürs Auge. Auch es sticht nicht unangenehm raus. Und es tut sich sehr einfach so natürlich eingliedern in so das ganze Bild. Also es ist nicht so exzessiv groß oder mega klein oder farbig oder so, sondern es ist einfach so sehr simpel und schön auch. Und darum finde ich, also es ist eigentlich eine sehr gute Lösung für viele Probleme.